Grabmal, sondern eine Weihestätte. Hier fiel ein König in einer großen und blutigen Schlacht. Bei Lützen im südlichen Sachsen-Anhalt weisen die spärlichen Angaben in eines der düstersten Kapitel unserer Geschichte. Dieser Findling hinter mir kam in der Eiszeit, vielleicht aus Schweden, hierher und wurde hier gefunden. Sinnbildhaft steht er heute hier für den Tod Gustav Adolfs, des großen schwedischen Königs. Am 6. November 1632 kam es zu einem gewaltigen Kampf zwischen schwedischen und kaiserlichen Truppen, an dem fast 40.000 Soldaten beteiligt waren. Das Resultat: 6.000 Tote, darunter der König von Schweden. Genau dort, wo der Stein ist, wurde sein geplünderter, blutiger, vom Pferd angeschleifter Leichnam gefunden. Gustav Adolf fiel an anderer Stelle, wir wissen nicht mehr genau wo. Zuerst erhielt er einen Musketenschuss in den linken Arm, dann Schwertstiche, dann einen Pistolenschuss durch den Körper und schließlich einen Kopfschuss, der ihn sicherlich letztendlich tötete. Bereits 1633 kommt es zur ersten Darstellung durch Merian vom gestürzten, geplünderten König zu Füßen seines Pferdes. Eine Darstellung, die dann bis in die Romantik und ins 19. Jahrhundert immer wiederholt wird. Zeichnet ist dann immer der gelbe, elchlederne Koller. Der Tod des Königs bis in die Gegenwart Anlass zu Spekulationen, bis Archäologen das Schlachtfeld untersuchten. In der Kirche kann man sehen, wie Erinnerung funktioniert. Denn nicht nur für die Schweden war es eine schicksalhafte Schlacht. Damals kämpften Finnen, Schotten und Deutsche gegen den Kaiser und die katholische Liga. Bis Ende 1632 war der König von Schweden ihr gefährlichster Gegner. Als Heerführer erfolgreich, von allen Protestanten verehrt, nannte man ihn damals den Löwen aus Mitternacht. Wir stehen hier in der 1907 geweihten Erinnerungskapelle für Gustav Adolf im Stile einer norwegischen Stabkirche. Hinter mir sieht man das Altarbild, das ganz klar zeigt, wie Gustav Adolf über Jahrhunderte gesehen wurde. Er ist neben Martin Luther der einzige protestantische Heiliger, der Retter und Bewahrer des wahren Glaubens. Wie blutig darum gerungen wurde, zeigen Flugschriften aus jener Zeit. Tageszeitungen gab es noch nicht. In ganz Europa verbreitet, sollten Bilder und Texte möglichst zeitnah und authentisch berichten, was sich auf dem Schlachtfeld ereignet hat. Die Aufstellung der Truppen und das Kampfgeschehen sind von Interesse, ebenso diejenigen, die die Soldaten angeführt haben. In Lützen heißen die großen Gegenspieler Gustav II. Adolf und Albrecht von Wallenstein. Wir sind hier am Schloss von Lützen, einem kleinen, wunderschönen Renaissancebau, den sich Wallenstein als Hauptquartier für die Schlacht von Lützen aussuchte. Wenn wir jetzt durchs Tor gehen, sehen wir den Turm, dem eine entscheidende Bedeutung zukommt. Auch wenn Wallenstein Ende 1632 nicht mehr mit einer großen Feldschlacht gegen die Schweden gerechnet hat, der Geländevorteil geht an diesem Tag eindeutig zu seinen Gunsten. Wichtig für die Entscheidung Wallensteins, hier das Hauptquartier zu beziehen, war sicherlich der große Turm der alten Warte aus dem 13. Jahrhundert. Dieser Turm erlaubte ihm, weithin über das Schlachtfeld zu blicken und vor allem konnte er die anrückenden Schweden am Morgen des 6. November 1632 von hier aus optimal beobachten. Das Schlachtfeld selbst lag vor den Toren der Stadt und war schätzungsweise 3,5 Quadratkilometer groß. Die Straße nach Lützen teilte das Aufmarschgebiet. 375 Jahre danach hoffen Archäologen aus Schweden, England und Deutschland, Zeugnisse der Schlacht zu finden. Dafür haben sie sich ein Areal südlich der Straße ausgesucht, also schwedisches Aufmarschgebiet. Und schon nach wenigen Minuten ist es soweit. That's a pistol. Oh, good. Yeah. Yeah, probably pistol, I'm not sure. Von dem Kaliber her würde ich sagen, entweder Pistole oder möglicherweise auch Karabiner. Diese beiden Waffen wurden von Reitern von Kavallerie eingesetzt.
Ich vermute mal von kaiserlicher Seite aus, weil die Schweden hinter der Infanterie keine Kavalleriereserven hatten. Zu entscheiden, ob das eine schwedische oder kaiserliche Kugel war, ist schwer. Doch genaue Kenntnis der Quellen und Finderglück helfen den Schlachtfeldarchäologen. Wir haben jetzt insgesamt etwa 17.000 Einzelfunde, alle einzeln mit Koordinaten eingemessen. Davon sind sicherlich die etwa 2.500 Bleikugeln der Schlacht zuzuordnen und dann schätzungsweise nochmal etwa 1.000 weitere Funde, meistens Knöpfe, Schnallen, Pferdegeschirr und so weiter. Die Archäologen versuchen zu rekonstruieren, was genau sich hier abgespielt hat. Historische Quellen zeigen ein großes Ringen entlang der Straße mit Musketen, Pistolen und Artillerie. So kommt jeder Kugel, die das Schlachtfeld freigegeben hat, eine besondere Bedeutung zu. Aus dem Indiz wird ein Beweis, wenn sich individuelle Spuren zeigen. Zum Beispiel, ob die Kugel ihr Ziel verfehlte oder traf. Ja, gerade anhand der Trefferart kann bestimmt werden, welche Truppen dort gekämpft haben. Also habe ich relativ viele Kugeln, die an Rüstung abgeprallt sind, dann weiß ich, dass dort Truppen gekämpft haben, die eben Rüstungen anhatten. Damals gab es keine einheitlichen Waffen und Ausrüstungen. Aber jede Munitionsart, ob von Reiter oder Fußsoldat, ist archäologisch auf dem Schlachtfeld nachweisbar. Doch an heftig umkämpften Stellen wie der Straße nach Leipzig ist die Zuordnung schwer. Die Strecke verläuft in weiten Teilen historisch, trotzdem wurden bisher keine Gräber entdeckt. Einzelne Berichte sprechen von Knochen, die Bauern heraufgepflügt haben. Auch deshalb entschließt sich der Landesarchäologe 2011, im Gelände zu suchen. Genau hier an dieser Stelle hier auf dem Schlachtfeld von Lützen fanden die Archäologen ein Massengrab. In dem Massengrab lagen 47 Männer und die meisten von diesen Männern waren mit solchen Pistolenkugeln in den Kopf getroffen worden. Insgesamt 24 Stück. Wir gehen davon aus, dass die Massengräber ganz praktisch entlang der Straße angelegt wurden, auch entlang der Linie, in der sich die Kaiserlichen verschanzt hatten und wo die härtesten Kämpfe stattfanden und deshalb die meisten Toten lagen. Um sich vorzustellen, was damals stattgefunden hat, noch einmal ein Blick auf die Schlacht. Bei den Kämpfen im Zentrum an der Straße muss es mehrere tausend Tote gegeben haben. Genau hier wird der Suchschnitt angelegt. Und wirklich, eine dunkle Verfärbung verrät den Archäologen, dass hier in das Erdreich eingegriffen wurde. Eine Grube zeichnet sich ab. Doch liegen darin wirklich Tote aus der Schlacht? Als es ganz sicher scheint, dass sich hier etwas Besonderes auftut, steht die Frage im Raum, wie man mit dem einzigartigen Fund umgehen soll. Es ist November und ein früher Winter naht. Deshalb ein besonderer Entschluss. Das Grab soll nicht vor Ort freigelegt, sondern als Block geborgen werden. Doch der ist 4 mal 5 Meter groß. Da niemand weiß, wie viele Lagen im Grab zu erwarten sind, geht man 1,5 Meter tief. Der Riesenblock wiegt 54 Tonnen, zu schwer für Kran und LKW. Also wird das Grab geteilt. Jede Hälfte ist immer noch 27 Tonnen schwer. Als der erste Block nach wochenlanger Arbeit am Haken hängt, wissen alle Beteiligten, hier wird etwas ganz Großes heimgebracht. Während der erste Teil des Grabes schon auf dem Weg ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ist, wird am zweiten Teil weiter geschweißt. Nicht nur Sicherheit, sondern auch Genauigkeit ist gefordert. Denn die Tür der Restaurierungswerkstatt, in der das Massengrab die nächsten Jahre untersucht werden wird, ist gerade mal 3 Meter breit. Im Mai 2012 ist es endlich soweit. Beide Blöcke liegen frei präpariert. Und erstmals kann man dem großen Morden ins Antlitz sehen. Nicht nur, dass alle Knochen sehr gut erhalten sind,
Hier bekommt man eine Ahnung vom Leid und Tod in der Schlacht. Allen Beteiligten ist klar, dass nur äußerste Sorgfalt und modernste Methoden zu belastbaren Ergebnissen führen können. Nicole Niklisch, Anthropologin der Universität Mainz, ist von Anfang an dabei. Sie wird helfen, forensische und naturwissenschaftliche Fragen zu klären. Dafür werden Proben entnommen, Befunde erhoben und so manches Indiz sorgfältig protokolliert. Das Massengrab von Lützen gibt uns ganz neue Einblicke in die Lebenswelt der einfachen Soldaten, die in den Geschichtsbüchern nicht vorkommen. Am Morgen des 6. November 1632 glaubte jeder von denen, er würde nach Hause kommen. Er fand sich Tage später weggeworfen in einer einfachen Grube. Diese Grube soll weitere Geheimnisse preisgeben. Zum Beispiel, woher die Soldaten stammen und woran sie letztlich gestorben sind. Dafür werden alle 220 Knochen eines jeden Individuums erfasst und entsprechend markiert. Ein Know-how, das sich bei anderen Massengräbern als nützlich erwiesen hat. Doch zuallererst geht es um den Befund. Bei Individuum 14 ist es eine unverschossene Kugel im Mund. Bei Individuum 16 ein Ohrring, den die Plünderer übersahen. Viele der Toten weisen Verletzungen auf, wie Nummer 17 mit einem gebrochenen Unterarm oder Schwerthieben am Kopf. Doch am aufschlussreichsten sind die Schussverletzungen und die dazugehörigen Kugeln. Das heißt, als nächsten Schritt müssten wir unbedingt den Schädel eigentlich herausnehmen, damit wir von der anderen Seite auch anschauen können. Also das wäre so ein Kandidat. Individuum 3 wird mit anderen zum Röntgen in die Uniklinik nach Halle gebracht. Also was uns jetzt halt besonders interessiert ist, in welcher Entfernung ist die Kugel abgeschossen worden und auch eben wie die Winkel sind, wie die verlaufen, wie ist die Kugel eingedrungen und welche Deformation weist jetzt die Kugel auf. Für jedes Individuum wird eine Akte angelegt. Bei der Nummer 6 ist diese ziemlich dick, denn es zeigen sich etliche Besonderheiten. Der Tote war 1,74 Meter groß. Verheilte Rippen- und Unterschenkelfrakturen, Belastungsmarker an der Wirbelsäule und an den Knien deuten auf ein hartes Soldatenleben hin. Als er durch einen Kopfschuss aus einer Reiterwaffe stirbt, ist er höchstens 26 Jahre alt. Stimmt, hier sieht man es sogar. Ja, also das kam dann also auch zur Fraktur auf der Gegenseite. Ja. Ja, also kann man sogar die Schussrichtung ziemlich gut ermitteln, würde ich sagen. Der Druck wird in die Richtung gelaufen sein, ja. Hier war es ein Karabiner, bei anderen waren es Schüsse aus Pistolen. Denn erstaunlich viele Soldaten erhielten Treffer in den Kopf, manche seitlich oder von hinten. Alles deutet auf Nahkampf hin. Wie viele haben wir denn mit Einschüssen im Schädel? Also insgesamt haben wir momentan 14 Stück. Also es sind noch 2 weitere Kandidaten, die wahrscheinlich noch hinzukommen. Am Ende der Untersuchungen stellt sich heraus, dass etwa die Hälfte durch Kopfschüsse getötet wurde. Ergibt sich die Frage, wie die Kämpfe genau abgelaufen sind. Wichtig ist, dass wir uns jetzt noch mal die Skelette von der Rückseite anschauen. Und das wird im Prinzip dann noch mal den ganzen Befund vollenden, also dass wirklich alle Daten vorliegen. Und dann kann man konkrete Aussagen treffen. Um die Skelette von unten frei präparieren zu können, müssen beide Blöcke umgedreht werden. Das ist eine Premiere. Einen so großen Block beidseitig freizulegen, das gab es bisher noch nie. Der lang ersehnte Blick auf die Unterseite des Massengrabes gibt nochmals einige Besonderheiten frei. Einer der Toten wurde mit dem Gesicht nach unten in die Grube geworfen. Und gleich daneben findet sich nochmals Metall. Der kleine Klumpen könnte zu einem Haken gehören, der Hose und Wams zusammenhielt.
Während an Block 2 die letzten Untersuchungen laufen, wird Block 1 für die Rückdrehung vorbereitet und die Knochen wieder mit Material bedeckt. Das ist halt eine Mischung aus Erde und Klebstoff. Und hier geht es halt nicht mehr um Archäologie, sondern um die Restaurierung. Hier geht es eben darum, das vorzubereiten für die Ausstellung. Doch sind 3 Jahre nach seiner Entdeckung auch wirklich alle Geheimnisse des Grabes enthüllt? Ein letztes Mal trifft sich die interdisziplinäre Arbeitsgruppe, um ihre Untersuchungsergebnisse vorzustellen. Gemeinsam wird ausgewertet und diskutiert. Alles dreht sich um die Frage, was sich am und nach dem 6. November 1632 abgespielt hat. Für alle 47 Individuen liegen die Untersuchungsergebnisse vor und trotzdem kommen neue Informationen dazu. Diesmal sind es spezielle Kaliber. Das ist die von Individuum 12. Die hat ein Gewicht von 34 Gramm. Das ist also eine schwedische Schnappschlossmuskete. Nicht nur für Archäologen ist es interessant zu sehen, welche Waffen zu den gefundenen Kugeln gehören. Der Waffenspezialist hat ein ganzes Arsenal originalgetreuer Nachbauten mitgebracht. Die hat also ein Gewicht von über 2,5 Kilo, so eine Pistole. Und die der Schwedenkönig führte, die Pistole hat das gleiche Kaliber, ist aber über 800 Gramm leichter. Die Waffe des Königs war leichter und teurer, das machte sie als Beute beliebt. Denn was sich nach der Schlacht abgespielt hat, ist auf einem Gemälde zu sehen. Gefangene wurden verhört, um Lösegeld zu erpressen. Überlebende Pferde ins Lager geführt, den Toten Stiefel, Wams und Waffen abgenommen. Am Ende blieben sie nackt auf dem Schlachtfeld zurück. Noch eine allerletzte Frage ist offen. Woher stammen die Toten aus dem Massengrab? Antwort geben Messungen stabiler Strontium- und Sauerstoffisotope. Alle Daten, die erhoben sind, deuten eher darauf hin, dass wir überwiegend Soldaten haben, die aus dem norddeutschen Raum stammen. Möglicherweise auch einzelne vielleicht aus Schottland oder aus Südeuropa. Im Prinzip können wir jetzt über die Verletzungsmuster, die wir festgestellt haben, und auch das Todesursachenspektrum in Verbindung mit der Herkunftsrekonstruktion der Toten schon sehr gute Aussagen treffen, die bestätigen, dass wahrscheinlich wirklich ein Großteil der Toten in diesem Massengrab aus dieser schwedischen Infanterie stammen. Wobei man natürlich da sagen muss, dass eben diese schwedische Infanterie eigentlich eine deutsche Eliteeinheit war, also die aus Deutschen bestand. Wie viele Deutsche auf schwedischer Seite kämpften, zeigen die Musterungslisten der Altblauen Brigade aus dem Kriegsarchiv in Stockholm. Ganz typisch Hans Schmidt. Deutscher geht's fast nicht. Doch neben Deutschen, die auf beiden Seiten kämpften, liegen auch einige Schweden im Massengrab. Damit scheinen alle wichtigen Fragen geklärt, außer wer hat es angelegt? Die liegen nicht einer nach dem anderen ganz säuberlich geordnet, sondern man sieht, die sind reingeworfen worden. Dieses Massengrab ist von Leuten gegraben und befüllt worden, muss man sagen, die das nicht gewohnt waren, sowas zu tun. So könnte es ausgesehen haben, als Bauern aus der Umgebung von Lützen das Schlachtfeld beräumten. Und noch etwas haben die Untersuchungen am Massengrab gezeigt, nämlich, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. Die Schlachtfeldarchäologen aber können aus dem Zusammenspiel der Disziplinen neue Erkenntnisse gewinnen. Bisher kannte man lediglich die Stelle, an der Gustav Adolf gefunden wurde. Die Entdeckung des Massengrabes macht die Geschehnisse vom 6. November 1632 deutlich. Hier marschierten 12.000 kaiserliche Soldaten auf. Auf der anderen Seite, hinter der heutigen Buschreihe, marschierten 18.000 Schweden auf. Und von dieser Seite hier kamen dann 2.000 Reiter Pappenheims, um die Schlacht zu drehen, zu wenden. Die Schlachtfelder der Neuzeit sind riesig. Insofern ist auch die Aufgabe für die Schlachtfeldarchäologie hochkomplex. Wichtig ist zu wissen, dass wir, bevor wir nicht Schlachtfeldarchäologie gemacht haben, nie genau wissen, wo die Schlachtfelder sind. Denn die Memoria der Menschen verlegt sie oft an andere Orte, als an die, an denen sich die Schlacht tatsächlich abgespielt hat. Lützen ist der authentische Ort der Schlacht.
Wie moderne Forschung das Bild darüber verändert hat, zeigt die Ausstellung Krieg. Eine archäologische Spurensuche.